In diesem Video geht es um die Kettenregel und die Produktregel. Das sind zwei Ableitungsregeln, mit denen man hauptsächlich die E-Funktionen ableitet. Schauen wir uns den einfachsten Fall an, wenn wir eine reine E-Funktion e hoch x haben. Deren Ableitung ist einfach wieder e hoch x. Das ist ja das Besondere der E-Funktion. Aber wie sieht es aus, wenn jetzt der Exponent etwas komplizierter gestaltet ist? Bei der Funktion e hoch 2x plus 3, was ist da die Ableitung? Dann stellt man sich das so vor, als hätte man hier zwei Funktionen, eine innere Funktion im Exponenten und eine äußere Funktion, die e-Funktion. Stellen wir uns so vor, das ist unsere innere Funktion g und das ist unsere äußere Funktion h und wir stecken nun die Funktion g in den Exponent von h hinein, wie man eine kleine Kiste in eine größere Kiste hineinstecken kann. Sieht das so aus. Das Ergebnis ist die Funktion f von x. f von x ist also eine Verkettung der beiden Funktionen g von x hineingesteckt in eine äußere Funktion h von x. Das nennt man eine verkettete Funktion. Solche verketteten Funktionen leitet man ab mit der, wie der Name sagt, Kettenregel. Und zwar lautet die Ableitung von der Funktion f ist die innere Funktion g abgeleitet mal die äußere Funktion h abgeleitet. Also als Merksatz innere Ableitung mal äußere Ableitung. Hier an diesem konkreten Beispiel leiten wir mal die innere Funktion ab. Das ist einfach eine 2. Und die äußere Funktion abgeleitet bleibt die e-Funktion, die ist ja unverändert, e hoch 2x plus 3. Wir sehen also, um eine solche e-Funktion abzuleiten, muss man nur den Exponent betrachten, den ableiten. Das gibt eine 2 und diese 2 kommt vor die e-Funktion. Die e-Funktion selbst können wir einfach so übernehmen, unverändert. Üben wir das mal an einigen weiteren Beispielen. Wir nehmen mal die Funktion e hoch 3x. Wir kennen, der Exponent hier ist die innere Funktion. Wenn wir den ableiten, bekommen wir einfach eine 3, die vor die e-Funktion multipliziert wird. Zweites Beispiel, 4 mal e hoch minus 4x. Der Exponent abgeleitet gibt eine minus 1, kommt davor. Dieser Faktor 4 übrigens, der bleibt beim Ableiten unverändert. Das kennt man auch von den ganz rationalen Funktionen. Wenn wir zum Beispiel 4x² ableiten, dann ist das Ergebnis einfach 4 mal 2x. Also Vorfaktoren bleiben wie immer bestehen. Weiteres Beispiel, die Funktion minus e hoch 2x plus 3. Wir erkennen, der Exponent abgeleitet gibt eine 2, die kommt so davor. Und ein viertes Beispiel, etwas komplizierter, e hoch minus 1/2x². Der Exponent abgeleitet gibt minus x. Jawohl, so, dann ist das die Ableitung dieser Funktion nach der Kettenregel. In den meisten Abituraufgaben wird die Kettenregel euch im Zusammenhang mit der e-Funktion begegnen. Wir haben gesehen, das geht sehr einfach, dann muss man nur den Exponent ableiten und davor vor die e-Funktion unverändert schreiben. Da mussten wir uns gar nicht um die äußere Funktion, um die Ableitung der äußeren Funktion kümmern, weil die e-Funktion bleibt einfach die e-Funktion. Im Prinzip gilt die Kettenregel aber auch für alle anderen Funktionen. Das will ich nur an zwei Beispielen mal zeigen. Wenn wir haben die Funktion Sinus von 2x plus 3, erkennen wir auch hier eine innere Funktion und eine äußere Funktion. So, die innere abgeleitet gibt einfach eine 2. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn wir die äußere Funktion, den Sinus, ableiten, dann bleibt der nicht gleich wie die e-Funktion, sondern das Sinus abgeleitet gibt ja den Cosinus. So. Und noch ein weiteres Beispiel. Wir haben hier eine Potenzfunktion x² plus 1 in Klammern hoch 3. Auch hier erkennen wir eine innere Funktion. Wenn wir die ableiten, gibt das 2x.
Und die äußere Funktion lautet die Klammer hoch 3. Die kann man wie eine Potenzfunktion ableiten. Das gibt also 3 mal die Klammer hoch 2. Das steht hier. Das war die Kettenregel jetzt an besonderen Funktionen. Kommen wir nun zur Produktregel. Wie der Name schon sagt, benutzt man die, um Funktionen abzuleiten, die aus einem Produkt bestehen. Und vor dem Mal muss etwas stehen, was ein x beinhaltet, also eine Teilfunktion u. Und hinter dem Mal steht auch eine Teilfunktion, die ein x beinhaltet, die nennen wir v. Können wir also so schreiben, u von x und v von x. Es ist wichtig, dass beide mindestens ein x enthalten. Dann lautet die Produktregel, die Ableitung f' ist dann u' mal v plus u mal v'. Wir probieren das an diesem Beispiel mal aus. Ich schreibe mir immer bei der Produktregel mal die 4 Komponenten, die wir brauchen, hier als Nebenrechnung hin. Das u ist 2x plus 3, das v ist e hoch x und unten drunter schreibe ich mir die jeweiligen Ableitungen. Das ist eine 2 und die e-Funktion abgeleitet bleibt unverändert. Jetzt habe ich hier meine 4 Bausteine zusammen, die ich hier nur einsetzen muss. Dann sieht das so aus. u' mal v plus u mal v'. Achtung, dieses u, 2x plus 3, ist eine Summe, die ich multiplizieren möchte mit der e-Funktion. Summen muss ich immer einklammern. Ja? Nach dem Anwenden der Produktregel entsteht immer eine Summe. Das kommt von diesem Plus hier. Und der erste Summand beinhaltet eine e-Funktion und der zweite Summand beinhaltet ebenfalls eine e-Funktion. Gemeinsame Faktoren in einer Summe sollte man immer ausklammern. Also wir klammern nach der Anwendung der Produktregel immer die e-Funktion aus. Das sieht dann so aus. In der Klammer bleibt das übrig, was übrig bleibt, wenn wir die e-Funktion rausgenommen haben. Von hier eine 2, von hier eine 2x und von hier die 3. Jetzt sehe ich noch, dass ich das zusammenrechnen kann, habe ich das Endergebnis. Ein sehr häufiger Aufgabentyp in den Abituraufgaben ist, dass man eine Funktion hat, bei der man Produkt- und Kettenregel gleichzeitig benötigt. Hier haben wir so ein Beispiel. Wir sehen, wir haben ein Produkt, also kommt die Produktregel zum Zug. Hier vorne steht etwas mit x, hier hinten steht etwas mit x. Aber wir sehen, diese e-Funktion hat nun auch noch eine innere Funktion im Exponenten, für die wir dann die Kettenregel benötigen. So, wir machen eins nach dem anderen. Wir brauchen zuerst mal die Produktregel. Also schreibe ich mir wieder das u hin, das v und deren Ableitung. U' ist nämlich einfach wieder 2. Und beim v, Achtung, wenn ich v ableite, brauche ich die Kettenregel. Hier kommt also wieder ein Faktor minus 4 nach vorne. So, jetzt setze ich alles in die Produktregel ein. Das u' habe ich hier, das v, hier ist mein u und das Ganze hier ist das v'. Auch hier muss ich wieder unbedingt daran denken, diese Summe einzuklammern, wenn ich sie multiplizieren möchte. Und auch negative Faktoren, diese minus 4, bitte einklammern, der Übersicht halber. Als nächstes sehe ich, dass ich nun diese beiden Klammern hier miteinander verrechnen kann. Nach dem Distributivgesetz werden die beiden multipliziert, also minus 8x und von hier minus 12. Wie schon vorhin gesagt, entsteht bei der Produktregel immer eine Summe mit 2 e-Funktionen, die man ausklammern sollte. Habe ich hier gemacht. Und in der Klammer bleibt übrig die 2, die minus 8 und die minus 12. Und die kann ich noch zusammenzählen auf minus 8x minus 10. Und damit bin ich fertig. Zum Abschluss schauen wir uns noch ein komplexes Beispiel an aus einer Abituraufgabe von 2019. Gegeben war diese Funktion und es war die zugehörige Ableitung gesucht.
Wir müssen uns zuerst mal klar machen, wie diese Funktion aufgebaut ist. Brauchen wir hier die Produktregel? Nein. Warum nicht? Wir haben hier zwar ein Produkt mit einem Mal, aber vor dem Mal steht keine Funktion mit einem x, sondern einfach nur ein Vorfaktor. Hinter der Funktion steht sehr wohl etwas mit einem t, also einer Funktionsvariable. Das heißt, wir können uns die Produktregel sparen. Wir brauchen eigentlich nur die Kettenregel für diesen Exponenten hier. Und wir erkennen noch etwas, hier hinten gibt es ein plus 10. Das ist einfach nur eine feste Zahl, die fällt beim Ableiten einfach weg. So, gehen wir es an. Wir wenden also die Kettenregel an. Wir nehmen uns den Exponent vor, ziehen den uns mal hier in groß raus und jetzt sehe ich, muss ich den einmal ableiten, die innere Ableitung bilden. Kommt der Exponent nach vorne, multipliziert aus Exponent 2 wird Exponent 1. Das ist also jetzt die innere Ableitung. Das muss ich noch multiplizieren mit der äußeren Ableitung. Das ist also der gesamte Ausdruck hier, bis auf die plus 10, die fällt ja beim Ableiten weg. So, hier vorne habe ich noch etwas gekürzt. Dann ist das Produkt aus dem Ganzen die erste Ableitung dieser Funktion. Das kann ich noch ein bisschen verschönern. Ich sehe, diese 18 kann ich mit minus 100 multiplizieren, gibt minus 0,18 t minus 26 mal die e-Funktion. Und damit bin ich fertig.